So, und ich freue mich außerordentlich, Franziska van Almsick begrüßen zu können hier bei Welt. Sie ist ehemalige Olympiaschwimmerin, aber das reicht natürlich nicht. Also, ich versuche mal anzufangen und höre irgendwann auf, weil die Zeit sonst nicht reichen würde. Kurzbahn-Weltrekord, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter Freistil, sowie 200 Meter Freistil auf der Langbahn. Das reicht. Willkommen bei Welt, Frau van Almsick. Ich hoffe, ich halte Sie nicht davon ab, jetzt Olympia zu schauen. Wie viel Zeit am Tag oder über den Tag verteilt nehmen Sie teil an Paris 2024? So gut wie jeden Moment eigentlich. Also wenn Sie so direkt fragen, Uiuiui. ja, Sie halten mich davon ab, gerade im Moment Olympia zu schauen, aber ich tue das sehr, sehr gerne und rede hier sehr gerne und nehme mir die Zeit. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen. So, lassen Sie uns reden. Also, reden wir über das deutsche Schwimmen. Okay, Lukas Mertens, Gold über 400 Meter Freistil. Isabel Gose, Bronze über 1500 Meter Freistil. Aber im Großen und Ganzen war es das. Was ist los im deutschen Schwimmbereich? Ach, das kann man so gar nicht, so allgemein gar nicht sagen. Ich glaube, dass die deutschen Schwimmer sich in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen sehr gut verkauft haben. Es ist ein sehr junges Team. Gose und Mertens sind 22 Jahre alt. Sie haben wirklich hart trainiert und Lukas Mertens hat natürlich mit seiner Olympiamedaille direkt am ersten Tag brilliert und hat das großartig gemacht. Wir haben 6 deutsche Rekorde und wir haben 17, 6 oder 4 bis 8 platzierte Schwimmer, also unter den ersten 8. Das ist gar nicht so schlecht. Am Ende fehlen natürlich die Medaillen, keine Frage, und wir müssen das nicht schönreden. Aber ich finde persönlich, dass die deutschen Schwimmer sich sehr, sehr gut verkauft haben. Nicht nur im Wasser, sondern auch außerhalb des Wassers. Ich will da auch, um Gottes Willen, keinen Wermut in den Wein schütten, sagt man, glaube ich so. Aber was hat sich denn aus Ihrer Sicht verändert in der Zeit zwischen Franziska van Almsick und heute? Möglicherweise ja auch in den Trainingsmöglichkeiten, im Umgang mit dem Thema Schwimmen, auch in der Nachwuchsförderung. Ja, wissen Sie, ich glaube, das ist gar nicht nur so ein großes Problem der Schwimmer, sondern ich kann beobachten in den letzten 11 Tagen der Olympischen Spiele, dass es da auch mehr Verbände gibt, die da so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ich glaube, dass der Sport generell an Ansehen und Anerkennung verloren hat in unserem Land. Und ich rede schon seit vielen Wochen und Monaten darüber, dass der Sport wieder mehr Sichtbarkeit braucht und dass er wieder mehr und tiefer in unsere Gesellschaft verankert werden sollte. Und ich glaube, dass wir auch darüber hinaus uns anschauen sollten, wie wir Trainer und das ganze Staff drumherum mehr pushen können, besser ausbilden können. Es sind nicht immer nur die Sportler. Wenn Sie mal beobachten in der Leichtathletik oder im Schwimmen, da ist der erste Gang immer zum Trainer. Das ist eine ganz enge Zusammenarbeit. Das heißt, der Sportler kann am Ende so gut sein oder nur so gut sein mit seinem Talent, wie das auch der Trainer ist. Und im Zweifel müssen wir auch daran arbeiten, dass wir einfach die Umstände im Sport etwas ändern. Ich glaube, ganz klar ist, und das sieht man in allen Sportarten, alle geben ihr Bestes, alle verausgaben sich bis zum Schluss, alle haben dieses eine Ziel, so weit wie möglich irgendwie vorne anzuschlagen. Und wir sehen immer nicht, was da eigentlich für eine große Blase hinten dran hängt und wie viel, das sind die Physiotherapeuten, das sind die Trainer. Und vielleicht müssen wir schauen, dass wir da einfach dranbleiben. Vielleicht haben wir auch in dem Bereich so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber haben Sie eine Erklärung, und damit wären wir leider doch ein bisschen politisch, ich meine, Sport ist Sport und irgendwie doch Politik. Zumindest fürs Wohlbefinden der Nation ist das ganz wichtig. Warum ist uns Deutschen alles andere scheinbar wichtiger, als bei Olympischen Spielen tatsächlich mit einer Macht nach vorn zu gehen und Rekorde zu schwimmen, im Zehnkampf ähnlich voranzugehen, im Laufen? Alle sind vor uns. Die Amerikaner, Platz 10. Ich meine, das ist nicht zufriedenstellend. Es ist, glaube ich, nicht wirklich zufriedenstellend. Ich glaube wirklich, wir müssen da auch politisch was ändern. Der erste Schritt ist gemacht worden. Die Politik steht das erste Mal dahinter, dass Deutschland sich auch für Olympische Spiele bewirbt, dass Deutschland also mit voller Macht irgendwie antritt und sagt, ja, wir wollen Olympia im Land. Ob wir das so schaffen, ist natürlich die nächste Frage. Ich glaube, es ist auch dieser Leistungsgedanke, den wir in Deutschland in den letzten Jahren auch verloren haben. Wenn ich daran denke, wie groß die Fehlentscheidung war, die Bundesjugendspiele herabzustufen und niemanden mehr gewinnen zu lassen, und deswegen verliert auch keiner mehr. Entschuldigung. Das ist sicherlich kein Zeichen.
und kein gutes Zeichen, auch an den Nachwuchs. Wir brauchen junge Leute, die bereit sind, sich zu quälen, und wir brauchen Leistung. Wir brauchen den Willen, Erster zu sein. Und das ist nichts Schlimmes, sondern es gibt immer Gewinner und Verlierer, und vor allen Dingen im Sport. Und vielleicht können wir den Sport auch als Gesellschaft so ein bisschen als Vorreiter nehmen und uns daran orientieren, denn auch in der Wirtschaft brauchen wir Gewinner und Verlierer. So ist das Leben, und deswegen freuen wir uns ja auch so. Ich bin voller Emotionen, Tag 11. Also ich bin nicht wirklich froh, wenn Olympia vorbei ist, aber ich glaube, mir fehlt riesig was. Ich freue mich jeden Tag, Emotionen zu teilen, und Emotionen heißt Gewinnen, und das Verlieren gehört aber auch dazu. Und ich bin sowas von bei Ihnen, Franziska van Almsick. Freut mich, mit Ihnen gesprochen zu haben. So, und jetzt bitte wieder Olympia schauen. Sie sind entlassen. Dankeschön fürs Gespräch. Dankeschön.